Im heutigen Video lernst du 7 Sachen kennen, die mit Katzen zu tun haben und die verboten sind. Einige davon werden dich ziemlich überraschen und wahrscheinlich auch schockieren. Katzen im Flugzeug. Naja, ganz so einfach ist es nicht. Grundsätzlich ist es erlaubt, eine Katze mit ins Flugzeug zu nehmen. Allerdings nur dann, wenn sie in eine Transportbox passt, die bestimmte Außenmaße nicht überschreiten, die bei jeder Airline unterschiedlich ausfällt. Ist die Box, die benötigt wird, größer, müsstest du deine Katze im Frachtraum des Flugzeuges verladen. Während des gesamten Fluges ist es nicht erlaubt, die Katze aus der Box zu holen. Gleiches gilt im Übrigen auch für Hunde. Wusstest du aber, dass es früher anders war? Bei vielen Airlines war es bis in die 80er Jahre insbesondere erlaubt, einen Hund an der Leine mit ins Flugzeug zu nehmen. Zweitens, Qualzuchten. In Deutschland ist es verboten, Tiere zu züchten, bei denen davon ausgegangen werden muss, dass sie durch ihre körperliche Verfassung leiden müssen. Allerdings sind die Maßstäbe hierfür im Gegensatz zu einigen anderen Ländern nicht klar gesetzt. Und das wiederum bedeutet, dass dieses Verbot nur theoretischer Natur ist. Will ein Veterinäramt einem Züchter untersagen, eine bestimmte Rasse zu züchten, klagt sich der Züchter einfach zu seinem Recht. In Österreich und Belgien hingegen wird mittlerweile härter durchgegriffen und eine klare Leitlinie für Qualzuchten zur Verfügung gestellt, was dazu führt, dass neben Faltohrkatzen, zu kurznasigen Perserkatzen und Sphinxkatzen ohne Schnurrhaare beispielsweise auch die Zucht der Hunderasse Mops fast vollständig verboten ist. Drittens, Streuner füttern. Kommt öfter mal eine streunende Katze bei dir vorbei, die du dann fütterst? Dann musst du gut aufpassen. Natürlich ist das Füttern an sich erlaubt. Allerdings gibt es in immer mehr Landkreisen in Deutschland eine Kastrationspflicht. Fragst du dich jetzt, was das mit dir zu tun hat? Vielleicht jede Menge. Wenn ein freilaufender Streuner ohne Zuhause von dir angefüttert wird, bist du laut Gesetz dazu verpflichtet, ihn zu kastrieren, um ein unkontrolliertes Vermehren zu verhindern. Ob das in der Praxis nun wirklich zum Problem für dich werden könnte, sei mal dahingestellt. Allerdings würde es vielleicht wirklich Sinn machen, wenn du dich darum kümmerst. Katzen essen. Darüber denkt wohl kaum einer nach, aber es gibt wirklich ein Gesetz dafür. Laut Lebensmittelrecht ist in Deutschland der Verkauf von Katzenfleisch genau wie von Hundefleisch verboten. Und da Katzenfleisch in Deutschland auch entsprechend nicht als Lebensmittel anerkannt ist, dürftest du auch keine Katze schlachten, da das als grundloses Töten eines Wirbeltieres gilt und unter Strafe steht. Zum Glück, muss man sagen. Übrigens, in der Schweiz gibt es wohl noch eine Gesetzeslücke, nach der man angeblich theoretisch für den Eigenbedarf einen Hund oder eine Katze schlachten dürfte. Das macht aber wohl zum Glück niemand. Sex mit Katzen. Du findest das ekelhaft? Richtig. Du denkst, das ist bestimmt schon seit dem Mittelalter verboten? Weit gefehlt. Sex mit Tieren oder als Fachbegriff Sodomie ist erst seit dem Jahr 2013 in Deutschland verboten. Und sogar noch vor 4 Jahren haben ein Mann und eine Frau vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geklagt, weil sie ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung verletzt sahen, womit sie zum Glück chancenlos scheiterten. Allerdings zählt Sodomie nach wie vor nur als Ordnungswidrigkeit, die zwar eine hohe Geldstrafe von bis zu 25.000 € vorsieht, nicht aber strafrechtlich relevant ist, sofern nicht der Tatbestand der strafbaren Tierquälerei erfüllt ist, was nur dann zutrifft, wenn das Tier lang anhaltende Schmerzen und Leiden als Folge der sexuellen Handlung erleidet. Manchmal fragt man sich ja schon, was hier nicht ganz stimmt. Reisen mit deiner Katze. Mal schnell mit der Mieze ins Auto setzen und über die Grenze fahren? Ganz so einfach ist es nicht, denn in der gesamten EU gibt es zum Teil voneinander abweichende Regelungen, was die Mitnahme eines Haustieres angeht. So ist es zum Beispiel in vielen Ländern grundsätzlich untersagt, Katzen mitzubringen, die jünger sind als 3 Monate. In der gesamten Europäischen Union benötigst du einen Pass für deinen Stubentiger, wofür wiederum deine Katze gechippt oder mindestens tätowiert sein muss. Und in einzelnen europäischen Ländern musst du eine Tollwutimpfung nachweisen, die schon mindestens 3 Wochen alt ist.
Kannst du diesen Nachweis nicht erbringen, droht Ärger oder die Reise zurück nach Deutschland. Katzen verbieten. Wusstest du, dass es verboten ist, Katzenhaltung zu verbieten? Zumindest dann, wenn der Vermieter das Verbot generell ausspricht. In Deutschland muss nämlich für eine Ablehnung ein triftiger Grund vorliegen und eine Klausel im Mietvertrag, die es generell untersagt, Haustiere oder auch Katzen im Speziellen zu halten, ist ungültig. Das Einzige, was der Vermieter machen kann, ist vertraglich festzuhalten, dass vor dem Einzug einer Katze dessen Einwilligung eingeholt werden muss. Und diese Einwilligung kann der Vermieter auch nur unter ganz bestimmten Umständen verweigern. Etwa dann, wenn der Mieter schon mehrere Katzen besitzt. Ein Verkratzen des Parketts oder aber die Befürchtung, die Katze könnte vielleicht laut miauen und die Nachbarn stören und ähnliche Begründungen sind dabei nicht zulässig. Apropos Verbote. Dürfen eure Katzen eigentlich mit ins Bett? Und hast du dich schon mal gefragt, warum unsere Katzen eigentlich so gerne bei uns schlafen? Wenn dich das interessiert, klick auf das Bild links. Und wenn du wissen willst, welche 7 Dinge deine Katze heimlich macht, wenn keiner hinsieht, dann schau dir unser Video zu diesem Thema an.